Let's begin with prayer. If you would, I invite the congregation to kneel. Wir beginnen wieder mit einem Gebet und ich lade euch ein, dazu niederzuknien. Dear Father, we thank you for another occasion to gather together. Herr, wir danken dir wieder für die weitere Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln dürfen. We thank you for your instruction and all the signs of your love, even 1,000 sleepless nights. Herr, wir danken dir für deine Anweisungen und für all die 1000 Zeichen deiner Liebe. We thank you for the privilege we have of gathering and of turning our thoughts to you and praising in song and studying your word. Herr, Dank, dass wir uns versammeln dürfen, dein Wort zusammen studieren dürfen, wir dich im Lied loben dürfen und uns auf dich ausrichten können. So we just commit this meeting to your care now and ask that you would bless us. Wir möchten dieses Treffen deine Hände übergeben, bitten dich, dass du uns segnen magst. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, Amen. Okay, so we're picking up kind of part 2, talking about Kellogg's, the bad Kellogg years. Ja, wir sind jetzt also beim Teil 2 angekommen, in dem wir über die schlechten Jahre von Kellogg sprechen werden. So we talked earlier today about how Kellogg went into pantheism. Zuerst haben wir darüber gesprochen, wie Kellogg in den Pantheismus abgedriftet war. We talked about Ellen White's use of the expression alpha and then of course the omega. Wir haben uns den Begriff Alpha angeschaut, den Ellen White verwendet, und dann auch den Begriff Omega. And we looked at Kellogg's irritation at the ministry. Und wir haben auch gesehen, wie Kellogg irritiert war von dem Predigtdienst oder von den Predigern. And so there are many different elements that come together into this occasion or this setting. Und hier gibt es also viele Elemente, die jetzt bei diesem Anlass zusammenkommen. This afternoon I was talking with a friend here and I just went looking for a statement I wanted to share with him. Ich habe heute Nachmittag hier mit einem Freund gesprochen und ich wollte nach einem Zitat schauen, was ich euch zeigen wollte. And you know how it is, you go looking for one thing and you find something else. What? You go looking for one thing and you find something else, yeah. Ihr kennt das vielleicht, ihr sucht etwas und dann findet ihr aber etwas ganz anderes. And I ran into a statement that I'd forgotten about. Ich habe dieses Zitat, was ich suchen wollte, dann schon vergessen. And this is a pretty close quote. Nee, aber jetzt habe ich ein Zitat gefunden, das ist ziemlich ähnlich. Okay. And so this is pretty close to a direct quote. I didn't. Ja, es ist ein sehr ähnliches Zitat zu dem, was ich gesucht habe, was ich jetzt habe. It said, if Dr. Kellogg's brethren had supported him in the early days of his ministry in regard to health reform, we would not now be in the condition we are. She was talking about the Also in pantheism. diesem Zitat heißt es, wir wären nicht im jetzigen Zustand, hätten unsere Brüder damals Dr. Kellogg zugehört in den Sachen Gesundheitsreform. And so the lesson there is little things count. Das heißt, die Lektion, die wir daraus lernen, ist, kleine Dinge sind wichtig. We have no idea what our influence may contribute to. Wir haben keine Idee darüber, zu was unser Einfluss beitragen kann. Well, we talked about the long night talks. Wir haben über die langen Nachtsitzungen gesprochen. And I think we're ready to go on. Und ich denke, wir machen jetzt einfach weiter. Okay. You remember the expression, you are like your father the devil? Erinnert ihr euch an diesen Ausdruck, ihr seid wie der Vater, der Teufel? The deeds that he did, you naturally want to do. Die Taten, die er ausführte, willst du auch natürlicherweise ausführen oder wollt ihr ausführen? Dr. Kellogg had become heavily influenced by the devil. Dr. Kellogg wurde ziemlich stark vom Teufel beeinflusst. And so we see some very stark
pieces of information coming from the spirit of prophecy. Und hier sehen wir jetzt sehr interessante Informationen, die durch den Geist der Weissagung uns übermittelt werden. It would have been better for Dr. Kellogg if he had never been born. Hier heißt es... Doch, ja, okay. Also es wäre, genau. Hier heißt es wäre für Dr. Kellogg besser gewesen, wenn er nie geboren wäre. If he continues to build himself up in his own magical arts of mind in influencing other minds. Ja, wir haben den Satz umgedreht, weil das auf Deutsch besser Sinn macht. Just read the whole sentence, wie schriftlich. That's fine. Yeah. Falls Dr. Kellogg fortfährt, sich in seinen magischen Kunststücken zu erhöhen, durch die er die Sinne anderer beeinflusst, wäre es besser, er wäre niemals geboren. What chapters of experience will be opened before the universe of heaven? Was für Erfahrungsabschnitte werden vor dem himmlischen Universum eröffnet werden? The light will reveal every phase of his companionship with satanic agencies. Das Licht wird jede Phase von Dr. Kelloggs Gesellschaft mit satanischen Werkzeugen offenbaren. I don't know what to make of, I don't know how to evaluate some of these statements. Ich weiß nicht, how to what? Evaluate, how to understand them. Ich weiß nicht, wie ich diese Zitate bewerten soll. Sometimes you read statements that are so so strong, you think, man, the guy must be having seances in his bedroom at night or something. Manchmal liest man so starke Zitate, da denkt man, wow, der hat ja in der Nacht richtig einen Kampf geführt. And then other times you read statements that speak of the devil's ability to deceive, and you say, man, the poor guy didn't even know what was happening to him. Und dann sieht man auch wieder, wie der Teufel in der Lage ist zu verführen. Da denkt man, der Arme hat gar nicht mitbekommen, was ihm eigentlich geschah. And I'm not really sure how to look at it. Ich bin mir nicht sicher, wie ich jetzt darauf schauen soll. All I know is I don't want to end up there. Alles, was ich nur weiß, ich möchte nicht da enden. So I have a piece of advice. Also nehme ich mir einen Ratschlag daraus. Don't read the book. Lest nicht das Buch. Don't watch the movie. Schaut euch nicht den Film an. Seriously, just stay away from this stuff. Ja, aber ganz ernst, haltet einfach Abstand von diesen Dingen. I know the seducing power of Dr. Kellogg's advisor. Ich kenne die verführerische Macht von Dr. Kelloggs Ratgebern. And I have no other name to give it but the seductive influence of satanic agencies. Und ich kann dieser Macht keinen anderen Namen geben als verführerischer Einfluss der Werkzeuge Satans. Dr. Kellogg has dealt in this influence to a greater or less degree. In größerem oder kleinerem Ausmaß hat sich Dr. Kellogg diesen Einflüssen hingegeben. I have not one ray of hope regarding him unless Ja, ich sehe für ihn keinen einzigen Strahl der Hoffnung, solange he understands that through satanic agencies he is striving for power over human minds. Solange er nicht versteht, dass er durch satanische Werkzeuge nach Macht über menschliche Sinne strebt. This has been shown me. Und das wurde mir vorgeführt. This issue of influencing and controlling minds is central to Ellen White's concern. It comes up over and over and over. Dieser Sachverhalt, dass man die Kontrolle übernimmt auf einen anderen Geist und diesen beeinflusst, ist eine zentrale Angelegenheit in den Schriften von Ellen White bei diesem Thema und wiederholt sich immer wieder. There are many such techniques current within our world today. Und heute sehen wir sehr viele solcher Techniken verbreitet in der Welt. Everything from advanced psychological techniques Das sind fortgeschrittene, weiterentwickelte wissenschaftliche Techniken. Scientific habe ich hier. Ja, also psychologische Wissenschaften, ja. to what you're constantly bombarded with in advertising. Und wir begegnen diesen Methoden, ne, und werden damit regelrecht bombardiert, vor allem im Bereich der Werbung. Actually, that doesn't make sense because trust me, the advertisers have the most money. They're going to have the most advanced techniques. Vertraut mir, diejenigen, die Werbung machen, verfügen über das meiste Geld und sie verfügen auch über die besten Techniken, wie man Werbung macht und wie man da auf andere Einfluss nimmt. Let's go on. Wir möchten weitergehen. Dr. Kellogg has linked up with the great deceiver. Dr. Kellogg hat sich mit dem großen Verführer zusammengetan. He has not realized what he was doing any more than the angels who fell realized what they were doing.
So wie damals die gefallenen Engel nicht bemerkten, was sie getan hatten, so hat auch Kellogg nicht realisiert, was er getan hat. This is one of those other statements. Did he even know what was happening to him? Das ist eins der Zitate, was ich meinte. Wusste Kellogg überhaupt, was ihm eigentlich geschah? She goes on, but he has tempted Satan to tempt him. Er hat aber Satan dazu versucht zu werden. He has studied hypnotism and spiritualism for the purpose of bringing minds to endorse statements that mean a denial of the faith once delivered to the saints. Er hat Hypnose und Spiritismus mit dem Zweck studiert, die Sinne anderer zu einer Annahme von Ausführungen zu verleiten, die eine Verleugnung des Glaubens bedeuten, der einmal den Heiligen überliefert worden ist. He has not entered upon this work all at once, but by degrees. Er hat nicht mit dieser Tätigkeit plötzlich in vollem Ausmaß begonnen, sondern Schritt für Schritt. Why is that? Is that because he was intentionally doing it and he kept, oh, I'll study another thing? Or is it because his conscience was becoming less sensitive and he just kept pushing further? I don't know. Was war jetzt der Grund dafür? Hatte Kellogg einen Plan ausgeheckt? Wollte er Schritt für Schritt mit Absicht vorangehen und verführen? Und da war es so, dass er sich vielleicht ihm einfach hingegeben hat und dass sein Gewissen immer schwächer wurde und er da einfach hineingerutscht ist. Ich weiß es nicht. He has ensnared his own mind and capabilities. Er hat sich in seinem eigenen Geist und das Sinn und seinen eigenen Fähigkeiten verstrickt. He would now resort to any device rather than to humble his heart before God and to acknowledge his wrong. Er würde nun auf jeden möglichen Ratschlag zurückgreifen, um nur nicht sein Herz vor Gott zu demütigen und gestehen zu müssen, dass er falsch lag. Just as a sort of an aside note, hier noch eine kleine Randnotiz. I had someone share with me an excerpt from a letter that Dr. Kellogg had written. Jemand hat mir einen Ausschnitt von einem Brief gezeigt. Dr. Kellogg Dr. Kellogg wrote the letter. Okay, und einen Brief, den Dr. Kellogg verfasst hat. And he said certain things. Und dort schrieb Dr. Kellogg bestimmte Dinge. And this individual was trying to take Dr. Kellogg's comments and use them to explain a theological controversy that some people are concerned with right now. Und diese Person, die diesen Brief also hatte, versuchte da auch anhand des Briefes einige theologische Zwistigkeiten zu erklären, die aufgekommen waren. I don't want to go into the details of that. Ich möchte jetzt hier nicht in bestimmte Details hineingehen. But what Kellogg was saying is, oh, I thought this and now I think this, and if I'd known this then, I could have written Living Temple and everyone would have loved it. Also Kellogg sagt, ich wusste das, jetzt weiß ich das, hätte ich das, was ich jetzt weiß, da gewusst, hätte ich damals Living Temple geschrieben, hätten es alle gemocht und da hätte ich nicht die Probleme. And the brother who was sharing this expected me to be all excited. Und der Bruder, der mir das zeigte, dachte, ich wäre jetzt darüber richtig begeistert. And I pointed out that was exactly at the time period that Ellen White said Dr. Kellogg would say any lie he could possibly do in order to be able to sell Living Temple. Und dann habe ich ihm das Ellen White Zitat gezeigt, dass Dr. Kellogg auf jeden möglichen Ratschlag zurückgreifen würde, um sich nur nicht demütigen zu müssen und das Buch Living Temple, sag ich mal, zurückziehen zu müssen. A little bit like the end of this statement here. Also so ähnlich wie hier das Ende des Zitates. He would now resort to any device. He'll be dishonest, he'll lie, it doesn't matter. Er wird auf jede Möglichkeit zurückgreifen. Sometimes it's helpful to know a little of the history before you take someone's word. Es ist manchmal gut, die Geschichte zu kennen, bevor man das Wort von jemandem annimmt oder nimmt. Yeah. But let's go on. Aber lass uns jetzt mal weitergehen. I have seen Dr. Kellogg exerting a hypnotic influence upon persons. Ich sage, dass Dr. Kellogg einen hypnotischen Einfluss auf Menschen ausübte. And at such times the arch deceiver was his helper. Und dass der Erzbetrüger in solchen Momenten sein Helfer war. Those who sustain him are guilty with him. Diejenigen, die Kellogg unterstützen, sind Teilhaber seiner Schuld. This blindness of understanding is a strange thing in our ranks. Diese Verständnisblindheit ist eine merkwürdige Angelegenheit in unseren Reihen.
Let me explain those last two sentences. Ich möchte die zwei letzten Sätze kurz erklären. When she says those who sustain him, she's talking about the physicians that he worked with and the people he worked with at the sanitarium. Also die Leute, die ihn unterstützen, da meint Ellen White die Leute, die als Ärzte oder andere Arbeiter in seinem Sanatorium arbeiteten. Dr. Kellogg was such a dynamic, forceful personality. Kellogg war eine dynamische, vorantreibende Persönlichkeit, that for years no one had the bravery to stand up and say, "No, doctor, that's not true." dass dadurch hatte eigentlich kaum einer den Mut oder gar keiner den Mut, aufzustehen und Dr. Kellogg zu sagen, nein, Herr Doktor, das ist nicht wahr. Dr. Kellogg had said things that were false. Dr. Kellogg sagte auch Dinge, die falsch waren. He'd had business dealings that were not honest. Er hatte unehrliche Geschäftsvorgänge. And no one had the nerve to say, "Doctor, that's not right." Und keiner hatte die Nerven dazu, ihm zu sagen, Dr. Kellogg, das ist nicht richtig. Some of you may be able to relate to that. Vielleicht können sich einige von euch in das hineinversetzen. It's kind of hard to stand up to your boss. Es ist ziemlich schwer, gegen deinen eigenen Chef aufzustehen. Takes a little bit of bravery. Es braucht einiges an dass man sich überwindet. And no one had done that. Und keiner tat das. And this is what Ellen White's talking about. She says, this blindness is a strange thing. How could this be? These are good Christian doctors, but why can't they do the obvious? Und Ellen White dachte sich, warum ist diese Blindheit vorhanden? Das passiert ganz offen. Das sind gute christliche Ärzte. Warum handeln sie nicht? Das ist doch offensichtlich. Well, she gives us, in the next paragraph here, she gives us part of the answer. One of the things that he did to keep people from doing that. Im nächsten Absatz lesen wir einen Teil der Antwort, warum Kellogg, sag ich mal, diesen Einfluss hatte, dass die Leute nicht aufstanden. Dr. Kellogg places himself in the position of one who is abused. Dr. Kellogg stellt sich in die Position eines Misshandelten. Because he cannot carry everything with him. He doesn't get everything he wants. Weil er nicht alles mit sich reißen kann. But he is still at work with all subtlety. Aber er ist immer noch mit aller Unterschwelligkeit am Wirken. I have warned our people, Ich habe unser Volk gewarnt, for they do not understand his underhand, secretive working. weil es nicht Dr. Kelloggs unterschwellige, geheime Arbeit versteht. And he works with such ingenuity to obtain sympathy that to many his words seem genuine. Um Anerkennung zu finden, arbeitet er zudem so raffiniert, so dass viele seiner Worte ehrlich klingen. If he can destroy the faith of our people in the testimonies, he will do it. Falls er den Glauben unseres Volkes in die Zeugnisse zerstören könnte, würde er es tun. Ellen White was the only one who was saying, Dr. Kellogg, that's wrong. Ellen White war die einzige, die sagte, Dr. Kellogg, das ist falsch. If he could just silence her voice, no one else would stop him. Falls nur ihre Stimme verstummen lassen. Ja, okay, falls ihre Stimme also verstummen würde, hätte man gar nichts mehr gehört dagegen. And he got a lot of people to ignore Ellen White by making them feel sorry for him. Und er brachte viele Leute dazu, dass sie Ellen White ignorierten, dass sie aber Mitleid mit Kellogg hatten. Be wise with your sympathy. Passt auf, wem ihr Mitgefühl schenkt. You should be sympathetic. Ihr solltet einfühlsam sein. Jesus was sympathetic, Jesus war einfühlsam, er hatte Mitgefühl. but he knew when to be sympathetic and when to be silent, like before Pilate. Aber Jesus wusste, wann man Mitgefühl ausdrücken konnte und wann man aber auch schweigen sollte, wie zum Beispiel vor Pilatus. In English, we have a phrase for this technique. In der englischen Sprache gibt es eine Phrase, für diesen Spruch würde ich sagen, für diesen Begriff.
We call it victim playing. Das nennen wir so in die Opferrolle hineinschlüpfen. Do you have a German phrase? Yes. Yeah, okay, Ja. good. Ja, Okay. also man kann auch sagen, der Märtyrer sein oder in die Opferrolle hineinschlüpfen. No matter what happens, some people will always portray themselves as they're the one that everybody picks on. Just again, I didn't. No matter what happens, some Yes. people will always claim they're getting Yeah. picked on. Also egal was passiert, einige Leute denken immer, behaupten immer jetzt gerade die Opfer zu sein von dem. And they always demand special treatment as a result. Und sie verlangen immer als Ergebnis davon, dass sie eine besondere Behandlung erfahren. There's a fancy name for some of that. Wir haben einen modischen Begriff dafür heute. The Hegelian dialectic. Anybody familiar with that? Das ist die, It's not here. ja, es ist so eine hygienische Dialekt. Die Hegelische. Hegelian. Vom Hegel. Yeah, yeah, Okay, yeah. ja, also die hegelische Philosophie. Ja, die Dialektik, ja. That's a familiar concept? Kennt ihr euch damit aus? Not so much. Let me explain it. Okay, muss ich es kurz erklären. Let's say that society is here, Lasst uns sagen, hier haben wir die Gesellschaft and I belong to some subset of society that wants to change our moral perspective down to here. und ich gehöre jetzt zu dem Teil der Gesellschaft, die unsere moralische Perspektive dahin verändern möchte. You can choose your own organization or cause. Du kannst dein eigenes Werk, deine eigene Organisation auswählen. Surely you can. Ja. Ja, was der Insight. I'm sure you can think of some group of people that want to change the perspective of society, okay? Und vielleicht könnt ihr euch also eine Gruppe von Menschen vorstellen, die die Denkrichtung der Gesellschaft verändern möchte und die Perspektive der Gesellschaft. This technique that they call this Hegelian dialectic, Und die Technik, die sie anwenden, nennt man hegelische Dialektik. it works like this. Und sie funktioniert wie folgt. Here's society, Hier ist die Gesellschaft and you get someone to say, we ought to do this. und man möchte es die Gesellschaft dahin bringen, dass man sagt, wir tun jetzt aber das. And society says, oh no, that's terrible. Und die Gesellschaft sagt, nein, das ist furchtbar. And then over here, these people say, you're picking on us. Und dann sagen dann die Leute dort, ihr seid Being mean to jetzt, us. The people of unserer. ja, also ihr seid wählerisch. Aha. Auch bei uns. And then they whine and they cry. Und dann weinen sie und ja, weinen, ja. And someone over here with foolishness and sympathy Und jemand auf der rechten Seite, der zum einen verdorben ist, aber zum anderen auch Unterstützung hat und Sympathie. says, oh, I'm sorry, I didn't mean to hurt your feelings. Und er sagt, oh, es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe. But we really can't do that. Aber wir können das jetzt hier wirklich nicht machen. And so then they say, well, how about this? Und dann sagen sie, okay, wir kommen euch entgegen. And society says, horrors, that's terrible. Und dann sagt die Gesellschaft, nein, das ist furchtbar. But the sympathetic guy says, oh, I don't know why they're picking on you. Und dann sagt aber der andere, naja, ihr seid immer noch so ein bisschen, immer noch verletzt durch euch. But he says, maybe we can do this. Vielleicht können wir noch ein bisschen näher. And finally society says, okay, we'll do that much. Und dann sagt dann die Gesellschaft, okay, wir machen so viel. Now start all over. We should be here. Und dann geht's weiter, wir sollten da sein. Oh no, that's terrible. Oh nein, das ist You're furchtbar. picking on me. Ihr, Oh, I'm das so ist wieder sorry. ganz so Maybe we schlimm. can do this. Ihr habt uns verletzt. Oh nein, tut uns leid, wir wollen euch nicht verletzen, wir kommen näher ran. And this is how society moves constantly to immorality. Und somit bewegt sich die Gesellschaft schrittweise immer mehr in die Unmoral. Okay. So when Dr. Kellogg was striving to attract sympathy, it was a big problem. Das heißt, als Dr. Kellogg sich darum bemühte, Mitgefühl zu erhalten, gab es ein großes Problem. And I can tell you for myself, he was very effective in his letter writing. Und ich
Ich kann euch von mir selbst sagen, dass Kellogg ziemlich effektiv in seinem Verfassen von Briefen war. Just for myself, I specifically limit my reading of Kellogg's letters. Ich, für mich persönlich, habe das Lesen von Kelloggs Briefen eingeschränkt. That's the nice thing about having them digitized. I can search them without reading them. Das Tolle ist, wenn man die Briefe digitalisiert vor sich liegen hat, dass man sie durchsuchen kann, ohne sie lesen zu müssen. So I'll only look for what I specifically want to know he was saying something about. Also ich schaue nur spezifisch nach Dingen, über die Kellogg eine Aussage gemacht hat. Because I can tell you that I used to read his letters, and at the end you say, man, the poor guy, they're picking on him. Und es geht nämlich einem wirklich so, wenn man die Briefe liest, dann bekommt man Mitgefühl mit Kellogg. Und man denkt sich, oh nein, der arme Kerl, das alle sind so böse auf ihn. So I have a new rule for myself. Also ich habe für mich eine neue Regel jetzt beschlossen. Don't read the letter. Nicht den Brief zu lesen. This guy was so deceptive. I won't risk it. Dieser Kerl, der war so verführerisch und hat andere verführt, ich möchte nicht das Risiko eingehen. But at the heart of this pantheism issue is a kind of an interesting concept. Aber in diesem Herz dieses Sachverhalts vom Pantheismus gibt es noch eine interessante Sache. Ellen White writes, we need not the mysticism that is in the living temple. Ellen White schreibt, wir haben nicht den Mystizismus nötig, der in diesem Buch der Living Temple enthalten ist. Those who entertain these sophistries Diejenigen, welche sich mit diesen Spekulationen beschäftigen, will soon find themselves in a position where the enemy can talk with them. Werden sich bald in einer Lage wiederfinden, in der der Feind mit ihnen sprechen kann and lead them away from God. und sie von Gott wegführen kann. What is this all about? Worum geht's hier jetzt? Who is the enemy? Wer ist der Feind? Satan. Satan. How does Satan talk to people? Wie spricht jetzt Satan mit den Menschen? Well, by entertaining sophistries. Indem er die Menschen mit Spekulationen beschäftigt. But she helps us out when she puts a name on it. Aber Ellen White hilft uns, indem sie uns einen Namen gibt. It's called mysticism. Und dieser Name, dieser Begriff heißt Mystizismus. What is mysticism? Was ist jetzt Mystizismus? It's the counterfeit of prophecy. Mystizismus ist das Gegenteil von Prophetie. It's the counterfeit of communion with God. Es ist das Gegenstück zur Gemeinschaft mit Gott. It's the counterfeit of the idea of Christ in you, the hope of glory. Es ist das Gegenstück von Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. And in all these areas, it's that close. Und in all diesen Bereichen ist das sehr eng nebeneinander. But still miles apart. Aber trotzdem Kilometer oder Meilen entfernt. At the heart of mysticism, there's a simple concept. In dem Herzen des Mystizismus oder am Kernstück des Mystizismus gibt es ein ganz einfaches Konzept. It says, as a human being, there are things that I can do to establish direct contact with God. Das heißt, in mir drinne, im Menschen, gibt es etwas, was ich benutzen kann, damit ich direkten Kontakt mit einem Gott oder göttlichen Wesen aufnehmen kann. Now, does God make direct contact with people? Tritt Gott direkt mit Menschen in Kontakt? Sure, that's what we call a prophet. Natürlich, das nennen wir einen Propheten. So there's truth in the concept that God speaks to man. Also es ist Wahrheit enthalten in dem Konzept, dass Gott zu den Menschen spricht. But what's wrong with mysticism then? Aber was ist jetzt falsch beim Mystizismus? The key thing is mysticism says I can control it.
Der Schlüssel bei der ganzen Sache ist, dass der Mystizismus sagt, ich kann das unter Kontrolle halten. If there are techniques or drugs or whatever it takes, I can control this contact with God. Egal ob ich Techniken verwende oder ob ich Drogen nehme, immer ist das Konzept das gleiche, dass ich Gott kontrollieren kann. Wenn ich in Kontakt mit Gott bin, kann ich den Kontakt mit Gott kontrollieren. There are many different techniques used. Es werden verschiedene Techniken verwendet. Everything from different kinds of contemplative prayer is one thing they call it. Also zum Beispiel eine Sache, die man kontemplatives Gebet nennt, da gibt es verschiedene Arten davon. The kind of meditation that empties your mind, Christian meditation is to fill your mind with God's Word. Und dann gibt es eine Art von Meditation, in der man seinen Geist entleert. Aber die echte Art von, wir nennen es auf Deutsch nicht Meditation, sondern Nachsinnen, ist das, wo wir mit erfüllt werden in unserem Geist. Sometimes vigorous exercise. You can exercise yourself to the point where your brain starts shutting down. Und dann ist es noch so, dass man auch sehr intensive Bewegung ausführt oder ähnliche Sachen durchführt, bis unser Geist abschaltet. That's how voodoo ceremonies are performed with all the drums and the dancing. So funktionieren die Zeremonien im Voodoo-Kult mit dem Tanz und der Musik und dem Ganzen. Which is pretty much the same as a rock concert, actually. Heute muss ich sagen, das trifft auf die Rockkonzerte zu. There's different techniques. The technique doesn't matter that much. Es gibt verschiedene Techniken, aber es ist egal, welche Technik ihr verwendet. Whether it's all the way from violent exercise to passive relaxation. Ob es jetzt eine gewalttätige Bewegung ist oder eine passive passive Entspannungsausrufphase oder Entspannungsübung. Ja. The issue is, if I think I can control this contact with God, I'm in dangerous territory. Der Kernstück ist, wenn ich denke, dass ich den Kontakt mit Gott unter Kontrolle halten kann, befinde ich mich auf außerordentlich gefährlichem Gebiet. When Ellen White was quite young and the Lord had just called her to the prophetic office, als Ellen White ziemlich jung war und sie gerade frisch zum prophetischen Dienst berufen wurde, she was several times accused by different people of saying, I can have a vision whenever I want to. Wurde sie von verschiedenen Leuten immer wieder beschuldigt, dass sie behauptete, ich kann immer selbst eine Vision haben, wann ich möchte. She vigorously denied that. Ellen White hat das aufs Härteste beneint. It is utterly false that I have ever intimated I could have a vision when I pleased. Es ist vollkommen falsch, dass ich jemals angedeutet haben soll, ich könnte eine Vision erhalten, wenn ich es möchte. There is not a shade of truth in this. In dieser Aussage ist kein bisschen Wahrheit enthalten. I have never said I could throw myself into visions when I pleased. Ich habe niemals gesagt, dass ich mich selbst in eine Vision hineinversetzen kann, wenn ich es möchte. For this is simply impossible. Weil das einfach unmöglich ist. The practicing mystics in the world today, die praktizierten mystischen Methoden, die wir heute in der Welt vorfinden, ne? They eagerly seek this contact with God. Suchen ganz direkt nach diesem Kontakt mit Gott. Of course, bear in mind, I do not believe they're really contacting God. Just again. They're not really contacting God. They're contacting the devil more than Natürlich wissen wir, sie kontaktieren sich nicht mit Gott, sondern sie kontaktieren sich mit dem Teufel unter den Dämonen. But this is a highly desirable experience. Aber diese Erfahrung ist ein großer Kick, ja, wonach diesem Kick besteht großes Verlangen. When you find people encouraging an authentic religious experience. Wenn ihr Leute seht, die zu einer authentischen christlichen Erfahrung euch ermutigen, aufrufen. What they're usually meaning is authentic according to my senses, according to my emotions. Dann meinen sie aber authentisch nur im Sinne meiner Erfahrungen, meiner Emotionen, meiner Sinneswahrnehmungen. And this kind of
meditative, mystical activity is very intense. Und diese Art von meditativer, mystischer Übung und Aktivität ist wirklich sehr intensiv. And so it seems very authentic. Und somit erscheint es sehr authentisch. So if it's such a great idea, I wonder how Ellen White felt about it. Jetzt ist es natürlich sehr interessant, wie Ellen White darüber gedacht hat. If it's so much fun, she must have really enjoyed being a prophet. Wenn das jetzt so viel Spaß bedeutet, diese übernatürlichen Erfahrungen zu haben, muss es ja für sie einfach die tollste Sache der Welt gewesen sein, ein Prophet zu sein. I have felt for years that if I could have my choice and please God as well, Ich fühlte für Jahre, dass wenn es nach mir ginge und es für Gott wohlgefällig wäre, I would rather die than have a vision. ich lieber sterben würde, als eine Vision zu haben. For every vision places me under great responsibility to bear testimonies of reproof and of warning, which has ever been against my feelings. Weil jede Vision mir die Verantwortung auferlegt, Zeugnisse der Zurechtweisung und der Warnung weiterzugeben, was immer gegen meine Gefühle gewesen ist. I think she was having a different experience than they are. Ich denke, Ellen White hatte eine andere Erfahrung als diejenigen, die im Mystizismus sind. There are a number of mystics that claim to be in contact with either with God or with the Virgin Mary or something. Es gibt viele Mystiker, die behaupten, in direkten Kontakt mit Gott oder der Jungfrau Maria oder mit anderen Persönlichkeiten zu stehen. And in the late 70s, early 80s, Zum Ende der 1970er, Anfang 1980er Jahre in the United States and France, within Adventism, geschah etwas in den USA und in Frankreich innerhalb der Adventgemeinde. there was a brief episode of fanaticism involving voice messages. Anyone remember that? Da gab es so eine kurze fanatische Bewegung in der Adventgemeinde, und zwar war das so eine Art wie Stimmenbotschaften hören. Erinnert sich jemand daran? Really? No? I'm surprised. Okay. Okay, gar keiner? Bin überrascht. There were a number of people that claimed that they were seeking God earnestly. Es gab einige Leute, die behaupteten, Gott ernsthaft zu suchen. And he began to speak to them. Und dass Gott anfing, mit ihnen zu sprechen. And they'd be sitting at their desk. Und sie saßen also einfach an ihrem Tisch. And this voice would say, "Oh, my darling child, how I love you." Und dann kam die Stimme und sagte, oh mein geliebtes Kind, wie sehr habe ich dich lieb. Write down everything I say to you. Schreibe alles nieder, was ich dir sage. And they would write, just take dictation, everything that this voice said to them. Und sie schrieben alles auf, was die Stimme ihnen diktierte. There were some who moved beyond the voice message stage. Es gab jemanden, der ging noch weiter als... Es gab einige, die gingen weiter, als nur diese Stimmen zu hören, diese Stimmbotschaften zu erhalten. Probably the most well-known was a woman down in France, or up in France, or whichever direction from here. Es gab also eine Frau in Frankreich, die war am meisten bekannt dafür. Her name was Janine Sautron. No one knows? Es war ein Name, Janine Sautron, ja. Vielleicht kennt jemand von ihr gehört, ja. Yes, a big book of dreams and visions, right? Es gibt ein ganzes Buch von Träumen und Visionen von ihr. Schon mal gehört davon? Yeah, and there were a group of them in California and a group in Texas. Und dann gab es noch eine Gruppe in Kalifornien, eine Gruppe in Texas. And when I read what their voice was saying to them, und als ich las, was die Stimme ihnen mitteilte, it was almost exactly the same as what was the messages coming to Veronica, somebody, the seer of Bayside, who had visits from the Virgin Mary, and the messages came from Mary. Also es war sehr identisch mit den Marienbotschaften, die also von der Jungfrau Maria vermittelt wurden, zum Beispiel beim Botschafter von Versailles.
Ich weiß nicht, wie die Stadt. Okay. And they always were this sicky, sweet, mushy, oh my darling child stuff. Und das war alles so, wie kann man das jetzt auf Deutsch sagen, also so kitschig oder schmeichlerisch. Oh mein Kind, wie sehr habe ich dich lieb, so schön schleimend. It didn't help me. Hat mir überhaupt nicht geholfen. Don't think you can establish contact with God. Denkt nicht, dass ihr den Kontakt mit Gott herstellen könnt. He reserves that right for himself. Gott nur steht dieses Recht zu. It is simply impossible. Es ist einfach unmöglich. But mysticism is not something that's new by any means. Mystizismus aber ist nicht etwas, was jetzt ganz neu jetzt aufgekommen ist. It's been at the heart of paganism for millennia. Über Jahrtausende befindet sich der Mystizismus bereits als Kernstück im Heidentum. It's been part of Catholicism for almost a couple thousand years now. Mystizismus ist auch schon über 1000 Jahre lang ein Bestandteil im Katholizismus. And the interesting thing is that there are mystics in every religion. Und das Interessante ist, dass es Mystiker in jeder Religion gibt. In Catholicism, it started with the Desert Fathers in the 2nd and 3rd centuries. In der katholischen Kirche begann es mit den Wüstenvätern im 1. und 2. Jahrhundert. And goes down through Saint Mary or Saint Teresa and Saint John of the Cross, and I don't remember who all the others were. Also es geht dann weiter mit der heiligen Maria, dem heiligen Johannes am Kreuz und so weiter, andere Heilige. Francis of Assisi was another one. Franz von Assisi war ein anderer Mystiker. Do you remember the movie 5-6 years ago, the Passion of Christ? Erinnert ihr euch an den Film Die Passion Christi, der vor etwa 5-6 Jahren erschien? The story of the crucifixion? Das ist die Geschichte der Kreuzigung. That was not based on the Bible. Dieser Film beruht nicht auf Grundlage der Bibel. That was based on the writings of a Catholic mystic. I think it was Saint John of the Cross, but I'm not sure. Und dieser Film beruht auf der Grundlage eines katholischen Mystikers, der hieß St. John von, ja. The director of that movie is a hardcore old-style Catholic. Der Regisseur dieses Films ist ein hartgesottener, traditioneller Katholik. The concept of mysticism in Catholicism was taken in by Loyola and the Jesuit order. Dieses Konzept von Mystizismus und Katholizismus wurde auch von Ignatius von Loyola übernommen, den Jesuitenorden. He's the one who established the Ignatian disciplines, spiritual disciplines. Und Ignatius von Loyola hat die geistlichen Übungen von Ignatius von Loyola erfunden, also die Exerzitien. Which include this contemplative, meditative, empty your mind, open it up to spiritual impact. Und dies beinhaltet eine meditative, kontemplative Gebetsart, in der man sich selbst entleert und sich von seinem eigenen Geist entleert. God didn't build our minds to be empty. Gott hat unseren Geist nicht dazu geschaffen, dass er entleert werden soll. Do you remember the story that Jesus told about the man who had the demon cast out? Erinnert ihr euch an die Geschichte, in der Jesus einen Dämon austreiben sollte? But he didn't fill the house with anything. He just left it clean and empty. Aber dieser Mann, aus dem der Dämon ausgefahren war, hat nicht seinen inneren Tempel neu gefüllt und es blieb leer in seinem Körper. So the demon came back with 7 worse demons, right? Das heißt, der Dämon kommt zurück mit 7 ärgeren Geistern, als er selbst ist. Erinnert ihr euch? Empty is not what our minds are supposed to be. Wir sollen also nicht unseren Geist oder unsere Sinne entleeren. A year and a half or whenever ago, there was the first Jesuit Pope. Vor 1,5 Jahren, oder wann es auch war, wurde der erste jesuitische Papst gewählt. And Pope Francis is very heavily mystical. Und
Papst Franziskus ist ziemlich stark mystisch geprägt. In Protestantism, you have the charismatic movement. In der protestantischen Bewegung findet ihr die charismatische Bewegung. Speaking in tongues and all that stuff. Das heißt Zungenrede und vieles andere, was dazu gehört. In Judaism, it's the Kabbalah movement, the Kabbalists. In der jüdischen Bewegung ist es die Kabbala-Bewegung. Madonna, the singer, she's a Kabbalist. Madonna, kennt ihr sie, diese Sängerin? Sie gehört zu dieser jüdischen Bewegung. In Islam, it's the Sufi sect. Im Islam ist es die Sufi-Sekte. They're the mystics of Islam. Dann gibt es, das sind also die Mystiker im Islam. In Hinduism, it's every guru. Im Hinduismus ist es jeder Guru. In Buddhism, it's every priest. That's the whole basis of those two Und im religions. Buddhismus ist es jeder Priester, das ist einfach so. In animism, it's the witch doctors and the shamans. Shamans, witch doctors. Im Animismus sind es die Schamanen und die Zauberer oder Medizinmänner. And believe it or not, you can have mystics in atheism. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, wir finden auch den Mystizismus im Atheismus. Hallucinogenic drug users, same thing. Die Halluzinationen bei Drogenüberdosis, genau dasselbe. It's all more or less the same experience. Es ist immer wieder dieselbe Erfahrung, mehr oder weniger. And it's not surprising that mystics from every religion get along fine. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass in jeder Religion der Mystizismus als gut angesehen wird. I'm a Catholic and I talk to God. Ich bin ein Katholik und ich kommuniziere mit Gott. Ich spreche zu Gott. My friend's a Hindu, but he talks to the same God. Aber mein Freund ist ein Hinduist oder Hindu, aber er spricht zu demselben Gott. We shouldn't worry about doctrine. Wir sollten uns jetzt nicht über Lehren austauschen oder besorgt sein. We should unite upon those points upon which we agree. Wir sollten uns vereinigen bei den Punkten, in denen wir sowieso übereinstimmen. That's a quote from Great Controversy, by the way. Das ist ein Zitat nebenbei aus dem großen Kampf. You may remember the connection that was made between Pope Francis and Kenneth Copeland. Erinnert ihr euch an die Verbindung, die zwischen Papst Franziskus und Kenneth Copeland entstand? Copeland is a big leader of charismatics in the States. Copeland ist ein großer Leiter der charismatischen Bewegung in den USA. And this Tony Palmer guy, und dieser Kerl da unten, Tony Palmer, I still wonder about him. Ich bin immer noch über ihn erstaunt. Ich frage mich so bei ihm. He conveniently died and got out of the picture, which er könnte auch bei dem Bild irgendwann das. Achso, ja, er ist gestorben, also er ist ja weg. Yeah. Ja. But the whole basis of them coming together was their mysticism. Aber die Grundlage, aufgrund derer sie es überhaupt hingekriegt haben, zusammenzuarbeiten, war der Mystizismus. Francis is using a tool that no other pope really had. Franziskus benutzt ein Werkzeug, über das kein anderer Papst bisher verfügte. And it seems to be working pretty well. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren. I'm not sure who all these people are. Ich bin mir nicht sicher, wer hier all diese Leute sind. This is Copeland. Das ist Copeland hier vorne. And that's Tony Palmer on the far side. Tony Palmer sehen wir ganz rechts. I don't know who the rest of them are, but they're all charismatic people from the States. Ich kenne jetzt nicht die anderen Leute, auf jeden Fall sind sie alles Repräsentanten der charismatischen Bewegung in den USA. I pulled this off of the Vatican website, actually. Ich habe das runtergeladen von der Vatikan-Homepage. They seem to think it's a pretty good thing. Sie meinen, das ist eine ziemlich gute Sache wahrscheinlich. But why stop there? Aber warum sollte man da jetzt stehen bleiben? I have no idea who all these people are. Keine Ahnung, wer all die Leute hier sind. I think
This gentleman's probably Orthodox, is that right? Ich glaube, Probably? der ist orthodox da oben rechts, ja. One of the other these guys I think is probably Sufi. Die links könnten von Sufi vielleicht sein. Hindu, I'm guessing. Ich vermute ein Hindu da vorne. I don't know, Weiß nicht, weil Oriental something, I don't irgendwas know. Orientalisches oder irgendwas, keine Ahnung. I don't know about the rest of them. Well, this guy, that's got to be Hare Krishna or something, Buddhist. Ja, vom okay. Buddhismus oder so, der in Orange. Okay. You know, the one I really like in the picture Wisst ihr, wen ich richtig mag auf diesem Bild? is this guy back here. Das ist der da hinten. It's like, how can I get out of here? Er fragt sich ja, was suche ich hier? Was ist das da? Actually, he's probably some sort of a security agent or something watching for snipers. I don't know. Ich weiß nicht, also er ist jetzt wahrscheinlich ein Security-Mann. But in every case, it's the mysticism that brings these people together. Aber auf jeden Fall ist es der Mystizismus, der all diese Leute zusammenbringt. Remember the threefold union? Erinnert ihr euch an die dreifache Vereinigung? Catholicism, Katholizismus, Protestantism, Protestantismus spiritualism. und Spiritismus. I tell you in the name of the Lord God of Israel Ich sage euch im Namen unseres Herrn, des Gottes von Israel, that Satan is presenting his sophistries to ministers and medical workers, dass Satan seine Spekulationen Predigern und medizinischen Arbeitern darstellt. and if our people listen to these sophistries, Falls unser Volk diesen Spekulationen Gehör schenkt, they will become impregnated with the same false idea of a popular religion that will cause them to develop into gods. wird sich die bekannte falsche Idee der beliebten Religion entwickeln, dass wir Götter werden können. And there will be no place in their lives for God or for Christ. Dies bewirkt, dass es im Leben derjenigen, die das annehmen, keinen Platz mehr für Gott oder Christus geben wird. I don't think that means they're going to say, I'm not a Christian anymore. Ich denke nicht, dass sie jetzt sagen werden, ich bin kein Christ mehr. It just means that their lives are full of themselves rather than full of Jesus. Das heißt eher, dass ihr Leben voll vom eigenen Ich ist, anstatt gefüllt von Jesus. When Ellen White was writing this particular comment here, As you were reading. when she was writing this Also als comment, Ellen White das hier schrieb, she's speaking of what would happen if our people listen. schreibt sie darüber, was geschehen wäre, wenn unser Volk den Ratschlägen gefolgt wäre. She was saying this is what the alpha of apostasy will become if we let it. Und sie schreibt, das ist das, was geschehen wird, wenn wir dem Alpha-Abfall weiter folgen werden. If you take the alpha and let it grow, it turns into the omega. Wenn du das Alpha nimmst und es wachsen lässt, dann wird es zum Omega. So I think it's safe to say that this is a description, to some degree at least, of what the omega will actually be. Also ist es eigentlich, können wir schon sagen, dass das, was wir hier lesen, zu einem gewissen Teil die Beschreibung dessen ist, was wir im Omega finden werden. This was just the development of the alpha. Das ist einfach nur die Weiterentwicklung des Alpha. How should the church deal with this? Wie sollte die Gemeinde damit umgehen? There are some elements of this present in Adventism today, it's my opinion. Nach meiner Meinung haben wir einige dieser Elemente auch heute bei uns in der Adventgemeinde. How do we deal with it? Wie gehen wir jetzt damit um? Don't read that stuff. Yeah. Also das nicht lesen, ja, auf jeden Fall, was da kommt. Yeah. Don't listen to the sophistries. but from administrative position, how do you deal with it? Aber jetzt versetzt euch mal in die Lage unserer Leiter. Wie gehen wir jetzt damit um? This may be a little surprising. Das mag jetzt ein wenig überraschend klingen. Ellen White said to deal with it the same way God with Lucifer. Ellen White schrieb, dass wir damit genauso umgehen sollen, wie Gott damals im Himmel mit Luzifers Situation umgegangen ist.
I'm in the right spot? Is this the right one? No. This is it? Okay. I tell you in the name of the Lord God of Israel. Ich sage euch im Namen unseres No. Herrn, dass Okay, no, we read that, I'm sorry. Yeah. Okay, yeah, this is what, I was just flying on mine. Okay, here we go. This is the next. Okay, yeah. Some people thought the time had come long ago to make a determined effort to break the spell and expose the deception. Einige dachten, die Zeit sei gekommen, um entschiedene Anstrengungen zu unternehmen, um den Zauber zu brechen und die Verführung zu enthüllen. For years, one and still another of Dr. Kellogg's men have stood forth, claiming that Dr. Kellogg he's all right. Jahrelang standen immer wieder Männer von Dr. Kellogg auf und behaupteten, dass Dr. Kellogg komplett richtig liege. That he teaches the message as we believe it. Und dass er die Botschaft lehre, die wir glauben. And he believes the Und testimonies. dass er außerdem den Zeugnissen glaube. But at the same time, a work of misrepresentation was going on. Aber im selben Zeitraum wurden falsche Darstellungen gestreut. And many of our people were becoming spiritually deceived. Wodurch viele in unserem Volk geistlich verführt wurden. To those who urged immediate action, Denjenigen, die zum sofortigen Handeln aufriefen, I said, wait. Sagte ich, wartet. Wait until Dr. Kellogg himself and those closely allied with him take an open stand. Wartet, bis der Dr. Kellogg mit seinen Verbündeten sich klar offenbart. Then be all prepared with matter ready to print. Seid dann für diesen Moment mit druckfertigem Material gerüstet. You may remember that at the General Conference of 2010, Ihr erinnert euch vielleicht, dass bei der Generalkonferenz im Jahr 2010 in the first sermon after the election when Elder Wilson was elected General Conference President, in der ersten Predigt, die Ted Wilson hielt, nachdem er zum Präsidenten der Generalkonferenz gewählt wurde, in his first sermon he warned against some of these things. Ted Wilson in dieser ersten Predigt gegen einige dieser mystischen Dinge warnte. He has touched the topic a time or two since. Er hat dieses Thema mit einem guten, wahrhaften Sinn in so einem passenden Zeitpunkt berührt. But I have friends who are a little impatient with him. Aber ich kenne Freunde und die sind ein wenig ungeduldig mit Ted Wilson. They want him to take a stand on this. Sie wollen, dass Ted Wilson einen klaren Standpunkt bezieht. Let's read on. Lass uns erstmal weiterlesen. But I was shown that our brethren must make no move until Dr. Kellogg and his associates had taken a decided position to repudiate the testimonies. Mir wurde jedoch gezeigt, dass unsere Brüder nichts unternehmen sollten, solange der Dr. Kellogg mit seinen Verbündeten keine entschiedene ablehnende Position gegen die Zeugnisse eingenommen hätte. When this was done, we must show our people the right side and take the affirmative in the name of the Lord. Wenn das dann geschieht, müssen wir als Volk die richtige Seite zeigen und dieser im Namen des Herrn zustimmen. We had to move, Wir mussten vorangehen, and yet we had to wait. mussten aber dennoch warten, Until those in error thought they could carry things against the ministers and churches. bis sich die Irrenden dachten, dass sie sich gegen die Prediger und Gemeinden wenden könnten. I was shown their course of action Mir wurde ihr Handlungsverlauf gezeigt and had everything in readiness for such a movement and labored to defeat their deep-laid plot. und dass für solch eine Bewegung und die Verteidigung der gründlich geplanten Verschwörung alles vorbereitet sei. We had to move, and yet we must wait. Wir mussten vorwärts gehen, trotzdem mussten wir warten. Notice the trigger. Seht ihr diesen schmalen Pfad, den man gehen muss? Ja? When they repudiate the testimonies. Wenn sie sich gegen die Zeugnisse wenden. The issue had to wait until there was a clear-cut dividing line. Das Thema musste warten, bis es eine klare trennende Linie gab. Why would God do that? Warum hat das Gott getan?
when you can see there's a problem coming, why not address it right up front? Wenn ihr seht, es kommt ein Problem, then what? Address it right up front. Ja, wenn ihr seht, es kommt jetzt gleich ein Problem auf euch zu, direkt vor euch. Warum nicht gleich behandeln? Ach so, okay, warum sollte man es gleich behandeln? Ja, warum sollte man es nicht gleich behandeln? Ja. Ja. The same reason he didn't deal with Lucifer. Genauso ging aber auch Gott mit Luzifer um. Too many angels would be confused. Der Grund war, dass Gott mit Luzifer wartete, dass keine Engel verwirrt werden. In Dr. Kellogg's day, there were way too many people who felt sorry for him. Es gab in den Tagen von Dr. Kellogg zu viele Leute, die mit Dr. Kellogg Mitgefühl hegten. He kept writing these poor me letters. Er schrieb immer weiter diese Briefe, in denen stand, ach ich Armer. If there wasn't a very clear dividing line, souls would be lost in the confusion. Solange es noch nicht diese klare trennende Linie gibt, würden in diesem Wirrwarr Menschen verloren gehen. Now the sad news is that souls are lost in the delay time too. Es heißt, The delay time and souls ja, are es lost. heißt aber auch in der späteren Zeit sind natürlich Menschen verloren gegangen. Durch die Verzögerung. Ach so, okay, late, ich habe late time verstanden, also delayed, okay. Okay. Also durch die Verzögerung sind Menschen verloren gegangen, okay. So what choice do you make? Also was für eine Wahl trefft ihr? You make the choice that saves the most souls. Ihr trefft die Wahl, durch die ihr die meisten Menschen rettet. Can you imagine Jesus watching angels being deceived, Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus beobachtet, wie die Engel verführt werden? but knew that he couldn't say anything yet? Aber dass auch Jesus wusste, dass er noch nichts sagen konnte. Ellen White, same thing. Bei Ellen White war es genau dasselbe. I remember one comment she made. An elder Tenney wrote an article that was published in the Review and Herald. Ich erinnere mich an einen Kommentar, den sie machte. Bruder Tennant, er schrieb einen Artikel, der in Review and Herald veröffentlicht wurde. And she commented on it. She says, I was so sorry to see Elder Tenney's article. Und dann schrieb Ellen White, mir tat so leid, den Artikel von Bruder Tennant zu sehen. The devil has gained the victory over one of the ministers. Der Teufel hat wieder den Sieg über einen unserer Prediger errungen. Tenney was defending in a very careful, mild way. He was defending Kellogg. And the editors evidently weren't sharp enough to see that, and they published the article. Tandy verteidigte auf eine subtile, unterschwellige Weise Kellogg und das Redakteurteam von Review and Herald sah das nicht und so ging der Artikel hindurch in den Druck. But Ellen White knew that he had been influenced by Kellogg, and that's why she made her comment. And indeed, he left the church. Und Ellen White, sie wusste, dass Kellogg verteidigte, dass er verführt war und letztendlich verließ auch Tandy die Gemeinde. Now, in the world today, there's an almost surefire way to be looked upon as an idiot. Almost surefire, a certain way, a guaranteed way to end up looking like an idiot. Okay, also heute in der Welt ist es so, dass es ziemlich klare, sichere Wege geht, bei denen man letztendlich als Idiot dasteht oder wo man als Idiot betrachtet wird. All you have to do to look like an idiot is say, I believe in conspiracy theories. Und zwar steht man heute in der Welt da als Idiot, wenn man sagt, ich glaube an Verschwörungstheorien. Okay, for the record, there are some really whacked out conspiracy theories. Jetzt für die Aufnahmen, ich muss sagen, es gibt wirklich verrückte Verschwörungstheorien heutzutage. And I don't believe everything that comes on the internet. Just again. I don't believe everything on the internet. Ja, also alles Mögliche, was im Internet da hochgeht, hochgeladen wird. Ich glaube nicht an alles, was hochgeladen wird. Das ist undeutlich. But this statement talks about a deep laid plot. Aber dieses Zitat spricht von einer gründlich geplanten Verschwörung. I don't care how you want to package that. That's a conspiracy. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt dieses Paket nennen wollt, aber das ist eine Verschwörung. You've got people intentionally, secretly working against you. That's a conspiracy. Wenn Leute absichtlich im Geheimen gegen dich tätig sind, dann ist das eine Verschwörung. Another example.
Ein anderes Beispiel. Friends of the doctor were visiting our churches, Freunde des Doktors besuchten unsere Gemeinden acting as spies und handelten dabei als Spione, to work up a sentiment favorable to his interests. um eine den Interessen des Doktors wohlgefällige Stimmung zu erzeugen. They claimed that he was in perfect harmony with the message as we believe it, Sie behaupteten, er befinde sich in vollkommenem Einklang mit den Botschaften, an die wir glauben, and that he believed the und testimonies. dass er den Zeugnissen glaube. A work of deception was being carried on. Ein Werk der Verführung wurde durchgeführt. Many of our people were becoming confused. Viele in unserem Volk wurden verwirrt. I said to those who urged immediate action, Ich sagte denen, die sofort eingreifen wollten, do not act hastily. handelt nicht übereilt. It will be better to wait until Dr. Kellogg and his associates take the position that they do not believe the testimonies. Handelt nicht übereilt. Es wäre besser zu warten, bis Dr. Kellogg mit seinen Verbündeten offen behauptet, nicht an die Zeugnisse zu glauben. When this time comes, we are to be prepared with suitable matter for publication to meet the issue. Wenn diese Zeit kommt, sollten wir mit geeignetem, veröffentlichungsreifen Material gewappnet sein, um dieser Angelegenheit entgegenzuwirken. This was done. Und so wurde es gemacht. Meetings were held in Battle Creek at which the testimonies were presented in a very objectionable light. In Battle Creek fanden Treffen statt, auf denen die Zeugnisse in einem ziemlich fragwürdigen Licht präsentiert wurden. The testimonies were practically repudiated, Die Zeugnisse wurden praktisch gesehen abgelehnt. but matter was ready for publication. Es gab jedoch schon vorbereitetes, veröffentlichungsreifes Material. Our people on the right side took a strong affirmative position in the name of the Lord. Unser Volk nahm im Namen des Herrn eine starke, entschiedene Haltung auf der richtigen Seite ein. And the widespread deception was arrested. Und die weit verbreitete Verführung wurde zum Stillstand gebracht. One of the leaders in Battle Creek said that the lid of the kettle was lifted too soon. Einer der von der verführerischen Seite, Leiter in Battle Creek, meinte, der Deckel des Kessels sei zu früh gehoben worden. That had they waited a little longer, they might have had nearly all the churches on their side. Hätte man länger gewartet, hätten sie alle Ortsgemeinden auf ihre Seite bekommen. Just as Ellen White had said, Dr. Kellogg was using the same kind of deception that Lucifer had used in heaven. Wie ich schon sagte, und Ellen White zeigt, dass Dr. Kellogg dieselbe Verführungsmethode verwendete, wie auch damals Luzifer im Himmel. There's a reason this was allowed to play out. Es gab einen Grund, warum es gestattet war, dass es so stattfand. There's a reason it was recorded in our history. Es gibt einen Grund dafür, warum das in unserer Geschichte verzeichnet wurde. There is a link, a parallel relationship Hier gibt es eine Parallele, between Lucifer's rebellion, eine Parallelbeziehung zwischen der Rebellion von Luzifer, Kellogg's alpha apostasy, Kelloggs Alpha-Abfall and the omega apostasy, which is still future. und dann dem Abfall des Omegas, der in der Zukunft stattfinden wird. Our best opportunity to understand the test in the future is to become wise in regard to the two examples we've been given. Unsere beste Chance für die Zukunft, gut vorbereitet zu sein, ist, wenn wir jetzt diese zwei Themen von Kellogg und dem Fall von Luzifer untersuchen, studieren. But back to this matter of silence, not addressing the issue. Aber jetzt wollen wir noch einmal zurückgehen zu diesem Thema, dass wir Stille üben sollen und das Thema nicht ansprechen sollten. That was not a permanent policy. Das war's noch. Not a permanent Das policy. war jetzt keine permanente Maßnahmeregelung. There's a time to change tactics. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem man die Taktik ändern sollte. The sentiments in Living Temple regarding the personality of God have been received even by men who have had a long experience in the truth. Die im Buch Living Temple dargestellten Ansichten zur Persönlichkeit Gottes wurden sogar von denjenigen angenommen, die eine lange Erfahrung in der Wahrheit hatten. When such men consent to eat of the fruit of the tree of knowledge of good and evil, Wenn solche Männer einwilligen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, we are no longer to regard the subject as a matter to be treated with the greatest delicacy. kann dieses Thema nicht länger als ein Thema angesehen werden, an das man möglichst feinfühlig herantreten sollte.
that those whom we thought sound in the faith dass diejenigen, von denen wir annahmen, sie ständen fest im Glauben, should have failed to discern the specious, deadly influence of this science of evil, darin versagten, den unterschwelligen und tödlichen Einfluss dieser Wissenschaft des Übels zu erkennen, should alarm us as nothing else has alarmed us. sollte uns wie nichts anderes wachrütteln. It is something that cannot be treated as a small matter. Okay, we shifted the sentence. Okay, Yeah. okay. I'll just read a little bit more here. Yeah, It is something that cannot be treated as a small matter that men who have had so much light and such clear evidence as the genuineness of the truth we hold should become unsettled and led to accept spiritualistic theories regarding the personality of God. It's all one sentence, sorry. Ja, so jetzt we needed to change in German. Sure. Dass Männer, die so viel Licht sowie einen solch klaren Beweis von der Echtheit der Wahrheit besaßen, aus der Bahn geworfen und zur Annahme spiritueller oder spiritistischer Ideen bezüglich der Persönlichkeit Gottes getrieben wurden, ist etwas, was nicht als unbedeutende Sache abgetan werden sollte. There are many, many more fascinating little details in this story that we can't cover them all. Es gibt noch viele weitere kleine, faszinierende Details in dieser Geschichte, die wir jetzt nicht besprechen können. But the main thought is really simple. Aber der Hauptgedanke ist ganz einfach. God has warned us. Gott hat uns gewarnt. He's told us about both the good and the evil of the last days. Er hat uns erzählt, was an guten und schlechten Dingen in der Endzeit passieren wird. Actually, what he's doing is simply granting humanity's request. Was er eigentlich tut, ist das, dass er der Menschheit die Bitte überträgt. We asked for the knowledge of good and evil, and he's letting us gain it. Okay, uns die Antwort gibt auf unsere Bitte, Gutes und Böses zu erkennen. Und er gibt uns das. Before this is over, Bevor hier alles zu Ende ist und vorbei ist, human beings will know all there is to know of good and all there is to know of evil. werden die Menschen alles wissen über das Gute und alles, was das Gute umfasst, alles, was das Böse umfasst. We signed up for the class, and it's too late to drop out now. Wir haben uns jetzt für den Unterricht angemeldet und es ist jetzt zu spät abzuspringen. The long anticipated final test Der lange letztendliche Test, really the second probation for the race as a whole is coming. Second probation. also genau, okay, also die zweite Probe in dem Lauf, in dem wir uns befinden, wird kommen. God has made every effort to prepare us for it. Gott tut alles, setzt alles dafür ein, um uns vorzubereiten. And now time will tell whether we succeed. Und die Zeit wird zeigen, ob wir Erfolg haben werden. Und ob wir es schaffen werden. Ja. There's a point that we often overlook in our understanding of salvation. Es gibt einen Punkt, den wir in unserem Verständnis der Erlösung oft übersehen. When Adam and Eve sinned, Als Adam und Eva sündigten, they violated their probation. haben sie sozusagen ihre Prüfung violated in which sense? Broke. Okay, haben sie ihre Prüfung sozusagen abgebrochen oder beendet. Die Bewährungszeit, ja, Gnadenzeit kann man nicht sagen, also Bewährungszeit abgebrochen. They were given a test and they failed. Ja, also ihnen wurde eine Prüfung übertragen, sie versagten in der Prüfung. In mercy, God has given the human race a second chance. In seiner Gnade hat Gott der menschlichen Rasse oder der Menschheit eine zweite Möglichkeit, eine zweite Chance gegeben. We often confuse the second probation of the race with the probation of the individual. Oft verwechseln wir die zweite Prüfung oder Probe für die Menschen mit der individuellen Probe, durch die jeder geht. How many sins did it take to fail the first test? Wie viele Sünden hat es gebraucht, um den ersten Test zu versagen?
How many sins does it take to fail the second test? Wie viele Sünden braucht es, um den zweiten Test zu versagen? Which test are you on now? Auf welchem Test befindest du dich jetzt? As a race, we're only granted a second probation. Jetzt als Menschheit wird uns nur eine zweite Prüfung gewährt. It's not the same as whether I live a sinless life today and sin tomorrow. That's not the probation of the race. Es geht nicht darum, dass ich ein sündloses Leben führe und mal sündige. Das ist jetzt nicht diese Prüfung. The probation of the race is to prove whether or not human beings can keep the law of God. Es geht darum, bei dieser Prüfung für die Menschheit, ob bewiesen werden kann, dass Menschen das Gesetz halten oder nicht halten können. That test comes at the time of Jacob's trouble. Und diese Prüfung kommt in der Zeit der Trübsal von Jakob. Everything up to that point, Alles bis dahin just education, ist noch Erziehung für uns, trying to get us ready. damit wir vorbereitet werden können. This is supposed to represent the structure of what we've been looking at. Das soll jetzt also die Struktur zeigen, die wir uns angeschaut haben. We start with Lucifer's rebellion Wir haben bei der Rebellion von Luzifer begonnen and Christ's response. und haben uns Christi Antwort angeschaut. And what was his response? Was war Christi Antwort? To reveal the character of the Father. Den Charakter des Vaters zu offenbaren. Then we have the good Kellogg, Dann haben wir uns den guten Kellogg angeschaut, who understood we must reveal the character of the Father. der begriff, dass wir den Charakter des Vaters offenbaren sollen. And he understood it had to be done through actions as well as words. Und er verstand, dass es sowohl durch Taten als auch durch Worte geschehen musste. Jesus spent more time healing than he did preaching. Christus hat auch mehr Zeit im Heilen statt im Predigen verbracht. The good Kellogg understood that. Der gute Kellogg hat das verstanden. And then he flipped. Und dann aber ist er gefallen And he became the bad und Kellogg. wurde zum bösen Kellogg. And he understood what Lucifer did. Und er verstand, was Luzifer getan hat. And these four Und diese vier provide the pattern for these two. geben uns das Muster für die letzten zwei. If we want to know what the final apostasy is going to look like, Wenn wir wissen möchten, wie der letztendliche Abfall ausschauen wird, we learn from these two. dann lernen wir von den anderen zwei. If we want to know what the loud cry is going to look like, Wenn wir wissen wollen, wie der laute Ruf aussehen wird, we learn from these two. dann lernen wir von den anderen zwei auf der rechten Seite der Tabelle. We have these two to discuss yet. Diese zwei letzten ganz unten, die müssen wir noch besprechen. That'll be tomorrow. Und das kommt dann morgen dran. Shall we stand for prayer? Wollen wir noch aufstehen zum Gebet? Father, we're told that the prophets of old would love to see our time. Herr, uns wird gesagt, dass die Propheten, die in den früheren Zeiten waren, es geliebt hätten, unsere heutige Zeit zu erleben. That the messages they received were sometimes more for us than for them. Weil die Botschaft, die sie erhielten, die war hauptsächlich eher für uns als für sie bestimmt und ihre Zeit. And here tonight we stand as your people. Und Herr, heute Abend stehen wir hier vor dir als dein Volk. With the incredible honor of living at this time in history. Mit der unglaublichen Ehre, in diesem Abschnitt der Geschichte zu leben. Lord, I pray you would impress us with the privilege that is ours. Herr, ich bitte dich, dass du uns beeindruckst mit dem Vorrecht, das wir genießen. Inspire us with a determination to be true. Herr, gib uns diese Entschiedenheit, aufrichtig zu sein, echt wahr zu sein. May we come to understand both good and evil. Mögen wir, Herr, beides verstehen, sowohl das Gute wie auch das Böse, But not evil by participation. aber nicht böse, indem wir daran Anteil haben. Help us to see it so clearly that we reject it entirely. Herr, hilf, dass wir es so klar sehen, damit wir es vollständig ablehnen.
Father, what an honor it would be, could we be a part of those who prove that you have been true all along. Herr, was für eine Ehre wäre es, wenn wir Bestandteil von denjenigen sein können, durch die du beweist, dass du richtig liegst. But it matters not, Lord. Aber Herr, es ist egal. If we don't live long enough to see that final day, wenn wir nicht lang genug leben, um diesen Abschlusstag zu erleben. we pray that we might live long enough to move the cause forward. Wir bitten dich, Herr, dass wir lang genug leben, um deine Sache vorwärts zu bringen. And whether we live or die, may we be loyal to you. Und egal, ob wir leben oder sterben, mögen wir dir gehorsam sein. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.